Hi und willkommen bei einer neuen Folge Work in Progress. Heute möchte ich euch hauptsächlich von einem Projekt erzählen, das kürzlich in Ulm bei einer Veranstaltung kurz ausgestellt wurde und vielleicht auch in Zukunft nochmal irgendwie in so eine kleine Dauerausstellung mit reinkommt. Es ist ein generatives Projekt, wer hätte es gedacht? Das habe ich umgesetzt in Kooperation mit der Grafikagentur Buck und Baumgärtel. Die machen ganz viel für die Stadt Ulm. Und genau, es ging darum, irgendwie zu zeigen, dass jeder Ulm die Stadt selber mitgestalten und mitformen kann. Und es geht eben um das Zukunftsstadtprojekt. In dem Rahmen werden ganz viele Sachen gefördert. Auch ganz viel, was um LoRaWAN und Sensordaten geht. Und genau, wir haben da ein bisschen eine interaktive Installation für gebaut und auch ein bisschen Visuals, also die ganzen Grafiksachen außenrum gemacht. Und ja, ich komme eben von der Informatikseite, die Grafikagentur natürlich von der Grafikseite. Und das ist dann immer eine sehr schöne Kooperation, die bei sowas entsteht. Und ich kann euch mal ein bisschen zeigen, wie das so abgelaufen ist. Wir haben angefangen mit dem Ulmer, mit dem Ulmer Corporate Design. Das sieht praktisch in etwa so aus. Die Ecken sind ein bisschen eckiger tatsächlich. Genau, das ist der Ausgang. Und die Grafikagentur, die hat sich halt schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und es gibt ein Standardwerk über generatives Design. Da sind auch ein paar Einheiten über Typografie drin. Und die haben ihnen sehr gut gefallen. Und die werden mit P5.js umgesetzt. Das ist so JavaScript Processing Fork. Der ist auch sehr schön. Der eignet sich aber nicht so gut, um Vektorgrafiken zu exportieren. Deswegen nehme ich ja immer Paper.js. Deswegen habe ich das dann in Paper.js umgebaut und habe ihnen hier praktisch so einen kleinen, Generator gebastelt, mit dem sie selber sich dann diesen Ulm-Schriftzug so verändern können, wie sie das eben gerade brauchen und eben als SVG exportieren können. Jetzt können wir ein bisschen experimentieren. Wir machen mal die Deckkraft runter zum Beispiel. Wir können die Genauigkeit runtersetzen. Und was hier passiert ist, wenn wir nochmal in den Ausgangsschriftzug zurückgehen, dann habe ich ja die Linie von diesem Font und auf dem platziere ich jetzt x Punkte. Und je weniger Punkte ich platziere, desto ungenauer ist natürlich die Annäherung. Und durch diese Punkte lege ich eben eine Linie und mache noch so ein Smoothing. Das heißt, wenn da weniger Punkte liegen, dann wird das eben ungenauer. Das wird dann hier so eine Wubbellinie praktisch zum Schluss. Ich kann noch ein bisschen die Dicke von diesen Linien verändern. Ich kann mehr Linien hinzufügen. Das wird jetzt erstmal nur dicker. Witziger wird es dann, wenn man den Abstand hier hochzieht. Genau, das kann man hier auch sehr ins Extreme ziehen. Genau, das gibt dann so schöne Bänder. Und das, der Algorithmus ist entnommen praktisch aus diesem Standardwerk. Und ich habe dann später noch ein paar Anpassungen gemacht. Und zum Rumexperimentieren gibt es jetzt hier zum Beispiel noch diesen Play-Button, der überführt das dann immer wieder zurück in dieses Standard Ulm Corporate Design und wieder zurück zu der Generatormodell, das man eingestellt hat. Und jetzt fällt euch das vielleicht auch schon auf, das Bild, das erzeugt wird, ist für so Animationen halt ein bisschen undankbar, weil, machen wir hier nochmal schnell Stopp, die Anzahl der Punkte, das ist natürlich eine geradzahlige Anzahl. Und da kann ich dazwischen schwierig interpolieren nur. Entweder man würde Sachen ein- oder ausfaden lassen, aber es geht halt nicht direkt schön im Modell, dass ich in diesem Wahrscheinlichkeitenraum zwischen zwei Punkten hin und her interpolieren kann. Das geht halt nicht so gut leider. Das hat mir auch später noch ein bisschen Probleme bereitet. Genau, aber ansonsten macht es sehr viel Spaß, damit rumzuspielen. Und ja, dieses Spielerische wollten wir uns halt auch erhalten, genau. Und das, auf jeden Fall diese Optik, die war dann, der wie nennt man das? Die Hauptoptik, die diese Veranstaltung dann mitbegleitet hat. Und ich habe dann noch einen Clip rausgerechnet, wo praktisch auch zwischen mehreren Punkten in diesem Wahrscheinlichkeitenraum hin und her interpoliert wird. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel steckt hier eigentlich das Münster dahinter. Ich lade mal kurz neu. Genau, da sieht man es ein bisschen besser, wo das startet. Ich kann da jetzt halt jegliche SVG dahinter legen. Jetzt entweder den Ulm-Schriftzug oder jedes andere SVG, ist egal, kann ich alles reinlegen.
Hauptsache, es ist ein geschlossener Pfad und es müsste eigentlich auch mit offenen Pfaden gehen. Genau, da habe ich dann eine längere Animation rausgerechnet. Die konnte man dann am Anfang sehen. Bevor die Veranstaltung losging, lief die praktisch so im Loop auf der Bühne. Genau, und da hatte ich jetzt eben besonders diese Probleme, dass man komische Zuckungen hat. Und da meine ich jetzt nicht das hier, das entsteht an Ecken, das ist okay. Aber man hat seltsame Sprünge oft in dieser Figur. Und ich hatte auch das Problem, dass es eher langweilig aussieht. Wenn wir jetzt hier gucken, wir haben einfach nur das Bild und interpolieren zum Beispiel nur verändern nur die Genauigkeit. Dann ist es irgendwie, es wubbelt sehr, aber irgendwie, ja, es sieht immer noch ein bisschen lame aus. Darum lasse ich praktisch die Punkte, die auf dieser Bahn liegen, noch zusätzlich rotieren. Das heißt, auch wenn ich nichts verändern würde, habe ich eine Bewegung im Bild. Und das finde ich hat schon mal ganz schön viel gebracht. Und wir können uns hier zum Beispiel, ich habe hier mal so ein Erklärungsexemplar von diesem U. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel die Punkte. Das sind wirklich die Punkte, die gerade auf dieser Bahn verteilt werden. Und die dicke Linie entspricht praktisch dem Vektor, den ich brauche, um diese anderen Linien, dieses Band zu versetzen. Genau, deswegen sieht man jetzt mal, wie das praktisch intern, ich sag mal, abläuft. Und wir laden das jetzt vielleicht noch mal kurz neu, dann sind es nämlich mehr. Und hier sieht man vielleicht ganz gut Sprünge. Hier unten, seht ihr schon, wenn die Punkte weniger werden sollen, dann führe ich halt immer 2 zusammen. Und in dem Moment, wenn ich einen lösche, dann habe ich aber einen Sprung in diese Optik, weil ich nehme ja von jetzt auf plötzlich einen Punkt raus und dann macht das Smoothing natürlich in dem Moment was anderes. Und den Sprung habe ich versucht noch zu verhindern. Und dazu habe ich den Vektor, der hier so raussteht, den nähere ich immer mehr der Neigung des Vektors an, mit dem ich den zusammenführen möchte, dass die praktisch, keine Ahnung, das wäre praktisch, der liegt angenommen am Anfang schräg und dann führe ich ihn immer mehr zu der Position, in der hier hat und dann lösche ich ihn raus. Das war die Idee, aber der Sprung bleibt halt trotzdem da, weil ich einen Punkt rausnehme. Aber es ist damit auf jeden Fall schon besser geworden. Genau, das war praktisch auf jeden Fall das Endmodell, mit dem wir dann immer gearbeitet haben. Und die interaktive Installation, die wir dann benutzt haben, war folgende. Wir haben eine Leap-Motion genommen, das ist so ein kleiner Controller. Vielleicht kennt ihr die noch, die waren vor ein paar Jahren mal total in und dann hat man irgendwie lange gar nichts mehr gehört. Und jetzt machen die eher Sachen mit VR. Und die kann man halt auch sehr schön an Webseiten dran knüppeln, vor allem mit dem alten Treiber, den gibt's, und den alten gibt es auch noch für für Linux. Das kam mir dann sehr entgegen. Und genau, ich kann jetzt damit beide Hände tracken. Und je nachdem, wie ich meine Hand bewege, verändert sich ein Parameter. Das heißt, wenn ich die rechte Hand nach oben nehme, wird die Genauigkeit höher, nach unten wird sie weniger und nach rechts kann ich die Opacity, wie sagt man denn, die Deckkraft, die Fülldeckkraft verändern. Genau, das macht die rechte Hand. Und bei der linken, da muss man ein bisschen gucken, genau nach rechts raus nehme ich, mit der linken Hand nach links raus natürlich, nehme ich mehr Linien dazu und nach oben mache ich den Abstand unterschiedlich. Und da kann ich jetzt natürlich mich auch austoben hier. Hui, genau. Das ist halt ganz witzig. Und naja, es ist ja auch, passt ja auch schön so zu dieser Metapher, dass jeder die Stadt formen soll, vielleicht auch mit den eigenen Händen oder so. Genau. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Was leider nicht funktioniert hat, ist, dass ich erst gedacht hatte, ich kann das einfach an den Raspberry Pi hängen und für den Raspberry gibt es den Treiber nicht. Das war mir nicht klar. Deswegen habe ich halt in letzter Minute dann noch so einen Mini-Laptop organisiert und wir haben das dann mit dem Laptop gemacht. War vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die Leap Motion frisst Ressourcen ohne Ende. Das war mir auch nicht klar, dass es so schlimm ist. Wir können hier auch mal, ich habe hier dieses Diagnosefenster, da sieht man praktisch, wie das aussieht. Das ist ein bisschen ungut, weil es direkt unter mehreren Lampen jetzt steht für die Aufnahme. Aber ihr seht schon, die kann ziemlich viel tracken, ja. Die Fingerspitzen, den Handmittelpunkt, den benutze ich. Und den Handmittelpunkt kann man auch in einer stabilisierten Version direkt auslesen. Dann zittert das nicht so arg. Das ist super. Das ist das, was ich gerade benutze. Genau.
Aber wie gesagt, frisst ganz gut Ressourcen. Und ja, mein kleiner Laptop hat es dann gerade noch so hingebracht. Am Beamer haben wir noch ein bisschen die Auflösung runtergeschraubt. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Und die Leapmotion haben wir in so einen kleinen Holzkasten eingesetzt. Ich habe oben noch eine Platte gelasercuttet, dass es so direkt reinpasst und eine schöne plane Oberfläche gibt. Die Grafikagentur hat sich um das Pult dann noch gekümmert und um die Icons oben drauf, dass man so ein bisschen versteht, was man machen soll. Und das hing dann eben am Beamer. Und es ist halt dann schon schön, wenn Leute größere Sachen manipulieren können. So ein kleiner Monitor wäre halt langweilig gewesen, aber ein Beamer, wo jeder sieht, was man geändert hat, das ist halt dann, das kommt dann einfach gut und das macht den Leuten auf jeden Fall Spaß. Und ich habe aber auch gemerkt, dass Leute nicht so ganz verstanden haben, wie man es benutzt. Die Tendenz ist zum Beispiel, dass Leute sehr nah an die Leapmotion gehen, dann erkennt die natürlich nichts, weil wenn man die Hand über die Kamera legt, dann ist da halt nichts mehr, dann ist schwarz. Das machen viele, oder dass sie halt sehr schnell bewegen. Dann kam zum Teil der kleine Laptop nicht so gut hinterher. Also jetzt hier an meinem Rechner, da geht es ganz gut. Aber der kleine Laptop hier, der hat dann echt ein bisschen Probleme. Oder halt irgendwie, manchmal hat das Tracking auch einfach nicht so ultra optimal funktioniert. Vielleicht hat Licht reingespiegelt irgendwie. Also manchmal haben die Leute einfach einen Moment gebraucht, bis sie es verstanden haben. Aber das ist ja auch schön. Also ich finde so Installationen eigentlich immer ganz cool, wo man selber ein bisschen exploriert. Also wo man selber ein bisschen rausfinden muss, was man überhaupt machen muss, damit sich was verändert. Das finde ich schon cool. Und für mich auch sehr cool war die Keynote, die irgendwie ganz am Schluss war, aber es war offiziell die Keynote dieser Veranstaltung, die hat Shari Reeves gehalten. Ganz toll, Shari kennt ihr vielleicht von Wissen macht A, die hat das ganz lange moderiert und die hat eine sehr schöne Keynote gehalten. Die könnt ihr euch auch auf YouTube angucken und ich bin dann wie ein Fangirl danach zu ihr hingegangen und habe mich bedankt für Wissen macht A und dass sie ja doch irgendwie gerade in meiner Jugendzeit ein großes Vorbild war und dann bin ich kichernd wieder weggegangen. Ja. Genau, also sehr schöne Veranstaltung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ansonsten mache ich gerade sehr viele Sachen, über die ich zum Teil noch nichts erzählen darf. Das kann ich dann in ein paar Wochen erzählen. Ich bereite immer noch die Museumsausstellung vor. Ich muss immer dran rumspielen, solange das hier steht. Ich muss jetzt, glaube ich, Browser-Tab zumachen, sonst mache ich das noch den ganzen Tag. Genau, ich bereite halt noch die Museumsausstellung vor. Das gestaltet sich etwas langwieriger, als ich gedacht habe, weil zum Beispiel das Museum halt kein Internet hat. So viel zu Zukunftsstadt. Ist aber auch nicht schlimm. Ich muss mir jetzt halt einfach ein bisschen was anderes ausdenken, was ich machen kann. Ich habe zum Beispiel eine große Bahn noch Stoff bedruckt mit Overflower. Ich plotte gerade noch ganz viele Overflower-Bilder. Ich werde ein paar Stiftplotte auch einfach so zum Anschauen ausstellen. Ich muss jetzt halt ganz viele Raspberry Pis vorbereiten, die ich an die Monitore hänge, auch für die Beatles-Bot-Sachen und für andere Twitter-Bots. Und ich möchte halt auch ein bisschen generell, Wissen vermitteln über diese Twitter-Bot-Kultur zum Beispiel oder vielleicht auch über Open Source. Dass halt Leute auch mit so ein bisschen so einem Aha-Effekt oder mehr Wissen rausgehen und nicht nur nette Sachen gesehen haben. Genau, und in ungefähr 5 Tagen, je nachdem wann das Video online geht, fliege ich nach Seoul für gute 2 Wochen, weil da eine Konferenz ist und ich praktisch noch eine Woche Urlaub vorne dranhänge. Das hat sich so ergeben, dass das besser funktioniert bei mir. Was voll schade ist, weil ich deswegen nicht bei Jugendhakt Ulm als Mentor teilnehmen kann, weil sich das genau überschneidet mit der Konferenz. Aber immerhin kann ich mal ein Paper vorstellen, das erste Mal, dass ich das so richtig machen kann. Es ist nur ein Workshop, aber ein sehr spannender. Da geht es um Fashion, Art und Design, eben im Machine Learning-Kontext. Da passe ich eigentlich ganz gut rein, würde ich sagen. Und genau, deswegen gibt es jetzt auch wieder mit etwas längerem Abstand dann das nächste Video irgendwie so in guten 3 Wochen, denke ich, in dem ich dann hauptsächlich über Seoul erzähle. Ja, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, es war auch ein bisschen spannend für euch und dann, wie gesagt, beim nächsten Mal mit einem kleinen oder auch nicht so kleinen Bericht aus Seoul. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.